Hallo liebe Hühnerfreunde! Meine Zwergbarnefelder sind in den neuen Hühnerstall 2.0 1 Quadratmeter umgezogen und sie fühlen sich schon sehr wohl. Im heutigen Video soll es aber nicht um diese hübschen Tiere gehen, sondern der letzte Produkttest von mir, von dem Hühnerstall Barney, ist so gut angekommen, dass ich mir dachte, ich mache gleich das nächste Produkttest-Video. Heute geht es um die automatischen Hühnerklappen. Die Firma Axt hat mir freundlicherweise ein Exemplar zum Test geschickt. Ich habe dieses zwar kostenfrei erhalten, ihr bekommt aber von mir trotzdem zu 100% meine eigene ehrliche Meinung. Als Vergleich nehmen wir das Gerät von Kerbel her, welches ich schon mehrmals im Einsatz habe. Insgesamt sind bei mir jetzt schon 6 Hühnerklappen im Einsatz von 5 verschiedenen Herstellern, und während ich euch diese an meinen Stellen zeige, möchte ich euch Grundsätzliches über die automatischen Hühnerklappen erzählen. Viele meinen, sie benötigen so etwas nicht, da man der Technik nicht hundertprozentig vertrauen kann. Das ist auch vollkommen richtig, es kann immer wieder zu einer Fehlfunktion kommen. Zum Beispiel hat es in diesem Winter relativ viel geschneit und der Schnee hat den Aluschieber auf halbem Weg zum Stehen gebracht. Mit so etwas kann man oder muss man natürlich leider immer rechnen. Andererseits funktionieren diese Geräte auch wieder an 99% der Tage, wenn man kein Billiggerät kauft. Und auch ich gehe natürlich gerne abends eine Kontrollrunde und schaue, ob alle im Stall sind, ob alle Klappen geschlossen sind. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man jeden Abend zu Hause ist oder jeden Morgen und sich so händisch um das Ganze kümmern kann. Deshalb betrachte ich diese Klappen einfach als tolle Unterstützung, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, und deshalb möchte ich diese nicht mehr missen. Nun kommen wir zum Vergleichstest und wir beginnen mit der Montage. Ich habe hier einmal die kleinere Variante für Hühner mit 22 x 33 cm verbaut und wie ihr hier gerade seht, die etwas größere Version mit 30 x 40 cm. Hier ist ganz wichtig, sauber und gerade arbeiten, damit der Schieber schön gleichmäßig rauf und runter geht. Ihr solltet die Schienen so anschrauben, damit die Aluplatte noch ca. 2 bis 3 mm Luft und Spiel hat. Danach kann man angenehm den Ausschnitt anzeichnen. Einfach die Schienen wieder kurz entfernen, mit einer Stichsäge den Ausschnitt machen und anschließend wieder anschrauben. Weiter geht es mit der Montage vom Steuergerät. Hier sollte die Schnur natürlich möglichst in der Waage runter zu dem kleinen Loch verlaufen. In dem Zug erzähle ich euch gleich den ersten Pluspunkt vom Axt-Gerät. Die Verpackung ist sehr umweltfreundlich. Es wurde bei meiner Lieferung fast nur Karton benutzt, während beim Gerät von Kerbel so ziemlich alles vorhanden war. Es war Luftpolsterfolie drin, der Aluschieber war extra mit einer Plastikfolie überzogen und das Steuergerät war auch noch zusätzlich mit Schaumstoff geschützt. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn gerade die großen, renommierten Hersteller hier etwas mehr auf die Verpackung achten würden. Ein Pluspunkt vom Kerbel-Gerät ist dann wieder das Zubehör. Hier sind zum Beispiel Umlenkrollen und ein Netzteil für den Anschluss an der Steckdose inkludiert. Diese Sachen müsste man beim Axt-Gerät separat nachkaufen. Ein weiterer Unterschied beim Gerät von Axt ist der Lichtsensor integriert im Gerät und beim Gerät von Kerbel ist dieser als Kabel enthalten. Natürlich ist der kabelgebundene Lichtsensor aber wieder als Zubehör optional erhältlich. Weiter geht es mit der Bedienung und mit den Einstellmöglichkeiten. Die Firma Axt hat hier ein System mit einem Magneten ohne Knöpfe. Anfangs habe ich dies etwas kompliziert gefunden, aber wenn man sich mal etwas damit beschäftigt, geht das Ganze leicht von der Hand. Dieser Magnet hat wieder Vor- und Nachteile. Einerseits dient er als Schlüssel und somit kann niemand Fremder etwas verstellen. Andererseits ist er natürlich auch sehr einfach zu verlieren. Hier stelle ich gerade den Öffnungsmodus ein. Da kann man sich dann aussuchen, zum Beispiel Helligkeit und Zeit. Und bei diesem Gerät stellt man die Helligkeit, also die Lux, mit der Software ein. Weiters gefällt mir gut, dass es eine automatische Sommerzeiteinstellung gibt. Aber da bin ich auch schon gespannt, wie lange wir dies noch brauchen werden. Soweit ich weiß, ist das Ende der Zeitumstellung ja schon besiegelt, aber wie in der Politik üblich, tut sich da halt nichts. Nachdem man alles eingestellt hat, startet das Gerät neu und geht somit in den Normalzustand.
Die Ansicht von innen, hier kann man zum Beispiel noch ein Netzteil anschließen, einen externen Taster oder auch externe LEDs. Weiter geht es mit dem Gerät von Kerbel. Hier ist die Menüführung sehr einfach gehalten und deshalb auch sehr simpel. Das Display ist weniger hochwertig und man hat von Haus aus weniger Einstellmöglichkeiten, was aber nicht immer negativ sein muss. Nun zum Innenleben. Mit diesem Drehregler kann man die Lichtempfindlichkeit einstellen. Wenn man diesen ganz nach rechts dreht, öffnet die Klappe morgens früher und schließt abends später. Und an diesen blauen Klemmen könnte man auch einen externen Taster anschließen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar allgemeinen Sachen im direkten Vergleich. Beide Geräte haben natürlich auch einen manuellen Modus. Diesen nütze ich ganz gerne, wenn ich zum Beispiel den Stall ausmiste. Beide Geräte haben einen Einklemmschutz, das heißt, wenn sich zum Beispiel eine Henne in der Klappe befindet, bleibt der Motor automatisch stehen und macht erst wieder weiter, wenn die Henne durchgegangen ist. Was mir bei der Firma Axt auch noch gut gefällt, es gibt noch einen direkten Kundenverkauf. Soweit ich weiß, verkauft die Firma Kerbel ihr Gerät nur über Händler und auch das nur in größeren Mengen. Ich selbst habe mal angefragt für 10-20 Geräte für meinen Stallverkauf und da wurde mir gesagt, dass sie Kleinunternehmer nicht beliefern. Dann noch ein subjektiver Punkt ist das Design. Das Gerät von Axt wirkt weniger klobig, da es nicht zu tief ist. Und auch das Grün finde ich persönlich schöner gewählt, da das Grün vom Kerbel-Gerät sehr hell und leuchtend ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Zum Schluss kommen wir noch zu den Batterien. Beide Geräte benötigen 4 Stück normale AA-Batterien. Und diese halten bei normaler Nutzung auch 1 bis 2 Jahre. Beim Kerbel-Gerät gäbe es optional auch noch so ein Solarmodul. Und da schreiben sie, dass schon wenige Sonnentage im Jahr ausreichen, damit das Gerät dauerhaft funktioniert. Ob man hier die 50 € investieren mag oder einfach alle 2 Jahre 4 Batterien wechselt, das ist auch wieder Geschmackssache. Ich persönlich habe fast alle meine Geräte an den Strom angeschlossen, lasse die Batterien aber trotzdem drin, da sie so zusätzlich bei Stromausfall weiter funktioniert. Nun habe ich endlich auch einen Partner gefunden, bei dem ich die automatischen Hühnerklappen relativ günstig erwerben kann. Diese benötige ich dann immer für meine Verkaufsstelle. Bei meinen vielen Hühnerklappen sind euch vielleicht diese Holzplättchen aufgefallen, mit meinem Logo eingraviert. Und diese werden dann zukünftig bei jedem Stall von mir auf die Hühnerklappe gegeben, damit das etwas natürlicher und für mich schöner aussieht. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Für das nächste Produkttest-Video habe ich auch schon was Tolles, da könnt ihr euch drauf freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Meine Zwergbanefelder sind in den neuen Hühnerstall 2.0 mit 1 Quadratmeter. Hallo liebe Hühnerfreunde! Meine Zwergbanefelder sind in den neuen Hühnerstall...